So, hallo Leute, herzlich willkommen zum dritten Livestream nach unseren beiden ersten, die überwiegend den Airbag-Liner behandelt haben. Heute wieder hier aus unserer Akademie. Freue mich sehr, dass wir wieder mal einen machen. Macht immer richtig viel Spaß und kommt auch gut an bei euch. Dementsprechend haben wir auch entschieden, nochmal einen zu machen und hoffen, dass wir das auch immer weiterführen können, auch wenn natürlich die Lage rund um Corona sich ein bisschen entspannt hat und wir auch wieder reisen können und auch wieder Kunden persönlich treffen können. Gott sei Dank wollen wir auch dieses Format nicht ganz außen vor lassen, weil ich glaube, wir können so auch viele interessierte Leute erreichen und das macht uns natürlich Spaß. Auch hier in unserer Akademie schulen wir wieder mit Präsenzschulungen, natürlich immer unter Auflagen unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen, ist ja klar. Und das heißt also, wenn ihr mal wieder Interesse an der Schulung habt, mal wieder rauszukommen, bei uns seid ihr gern gesehen. Heute wollen wir aber über was anderes sprechen, und zwar über unser Pointhead-System. Da will ich heute mit Michael und mit Heinz ein schönes Exemplar einbauen. Pointhead, was ist das? Ist es ein Einlaufsystem für kleinere Nennweiten, um kleinere Rohre, kleinere Einläufe zu sanieren, sprich von DN50 bis DN200. Michael und Heinz sind schon da, haben vorbereitet. Ich denke, Tim, wir können gleich zur Tat schreiten und ihr fangt einfach an. Ich erkläre dabei, was passiert. Ihr seht hier, wir haben einmal verschiedene Komponenten, die ich jetzt gleich näher erklären möchte. Anfangen möchte ich mal mit dem Pointhead Pack, bevor die das gleich öffnen und die Sachen rausholen, die da drin sind. Vielleicht schon mal eine kurze Erklärung. Also steht immer drauf, für welchen Anwendungszweck das ist. Hier spricht DN100 auf DN100 45 Grad. Damit sanieren wir also jetzt ein DN100er Hauptrohr mit einem DN100er Abzweig als 45 Grad Winkel. Was Heinz jetzt macht, also wir bringen mit der Steuereinheit, die ich nachher nochmal deutlicher erklären werde, erstmal die ganze Silikonblase hier auf Vakuum und den Einlaufteil, der wird jetzt hier reingeschoben, sodass wir dort auch gleich eine Umstülpung haben, so wie ihr es vom Inliner auch kennt. Michael hat jetzt das Pointhead Pack geöffnet. Bestandteile sind einmal das Harz, was benötigt wird, die richtige Menge, als auch ein Nadelfilz, T-Stück. Vielleicht legst du es nochmal kurz hier hin, damit wir es einmal zeigen können. Nadelfilz, T-Stück, was wir dann gleich einharzen werden. Die Silikonblase als auch der Packer sind extra und das Verbrauchsmaterial kommt immer maßfertig, wie ich es eben euch gezeigt habe, in dem Pointhead Pack. Ja, ein paar Worte zu der Silikonblase. Die Silikonblase ist mit einem Gewebe verstärkt. Vielleicht kann man es erkennen. Ich bin nicht sicher, ob das so deutlich geht auf dem Kamerabild. Auf jeden Fall sorgt es dafür, dass das Silikon sich nicht weiter ausdehnen kann. Silikon hat die Eigenschaft, dass es extrem viel größer wird als sein eigener Durchmesser. Deswegen ist es notwendig, dass da so ein Stützgewebe mit eingebracht wird. Aber warum denn dann Silikon, wenn das sowieso so weit aufgeht? Silikon trennt sich von jedem Harzmaterial. Das heißt also, es verklebt nicht und lässt sich dann nachträglich auch sehr leicht wieder aus dem Rohr entfernen. Deswegen ist das Ganze aus Silikon. Ein paar Worte zu dem Nadelfilz. Ist eigentlich ein Nadelfilz, so wie ihn auch bei den Flex 3D Inlinern kennt, nur halt zusammengenäht zu einem Hütchen. Das heißt also, dieser Nadelfilz ist auch dehnbar, sodass er sich auch gut in diese Ellipse, die wir später haben, anschmiegt und auch gut tränken lässt. Nächste Komponente, ich halte es einmal hoch, ist das PL-Pox Epoxidharz. Das haben wir auch beim letzten Livestream schon verwendet bei der Sanierung des DN50er. Ein 2-Komponenten Epoxid mit einer Topfzeit von 25 Minuten, die in den meisten Fällen ausreichend ist, um so ein Pointhead zu setzen.
Das Schöne ist, so wie ich es letzte Mal auch schon angesprochen habe, dass hier einfach, vielleicht zeigen wir es diesmal ein bisschen genauer, dass hier einfach dieser Trennstift dazwischen ist. Schaut hin, dieser Trennstift dazwischen ist und auf der einen Seite haben wir Stammkomponente, auf der anderen Seite Härterkomponente, in dem Fall andersrum. Und Michael zieht jetzt einfach den Stift raus und ist dann in der Lage dazu, beide Komponenten miteinander zu vermischen, ohne dass es irgendwie Sauerei gibt beim Abwiegen oder beim Messen, beziehungsweise dass überhaupt Fehler entstehen können bei einem Abwiegeprozess. Um die beiden Komponenten dann genügend aufzurühren, muss dann etwas geschüttelt und das ganze Material über die Tischkante gezogen werden. Und für so ein Pointhead reicht eben, wie viel haben wir da jetzt, 1,5 Kilo oder 1 Kilo? 1 Kilo. Für ein Pointhead reicht jetzt in dem Fall 1 Kilo vom PLPox, ein Pointhead in der Größe DN100 auf DN100. Diese Beutel, die haben sich eigentlich schon immer bewährt bei uns. Wir benutzen die auch mit unserem PU-Harz beim Pointliner, bei der Pointliner-Sanierung. Das heißt also, das Beutelsystem gibt es also auch schon seit 20 Jahren, so wie hier. Und wir haben dann natürlich die Vorteile auch beim Epoxy-Material für uns nutzen können. Was ich zum POX noch sagen möchte, wie eben schon gesagt, man hat damit auch die Möglichkeit, kleinere Inliner zu machen, gerade im Bereich DN50, DN70, aber auch natürlich Kurzliner. Das haben wir auch schon 2-, 3 Mal gemacht. Die lassen sich auch damit sehr gut einbauen. Sehr gutes Material für die Kalthärtung. Es ist also ein kalthärtendes Harz, was jetzt bei Raumtemperaturen, sprich bei Inhouse-Sanierungen, 20 Grad, 15 bis 20 Grad innerhalb von 2 bis 2,5 Stunden aushärtet. In diesem Fall hier, deswegen ist da auch ein Luftschlauch-Thermokabel zum Messen, werden wir Dampf mit einführen in die Silikonblase. Das ist auch ein Vorteil des Silikons. Silikon ist sehr hitzebeständig, deswegen funktioniert das. Und wir wollen dadurch natürlich den Aushärteprozess beschleunigen. Am Ende kann man sagen, dass wir da zwischen 60 und 80 Grad auf der Silikonblase haben und dadurch das POX noch schneller aushärten können. Ja, ich weiß nicht, lass es zwischen 20 und 40 Minuten dauern, je nachdem, welche Temperatur wir an den Punkt bekommen. Das hängt natürlich damit zusammen, wie nah die Sanierungsstelle an der Dampfanlage ist. Wenn wir jetzt weiter rein müssen, dann kommt am Ende nicht mehr an, wie wenn es davon hängt ein bisschen die. Wir messen hier am Packer Eingang. Ich hatte mal eine ganz gute Kontrolle, auf die Kurve ist, um eine gewisse Zirkulation oder einen Durchlauf stattfinden zu lassen, ist hier hinten ein Überdruckventil drauf. Das heißt also auch, dass die Silikonblase nie über 1 Bar, 0,8 1 Bar bekommen kann. Und dadurch ist auch dann hinten der Durchlauf des Dampfes gewährleistet und der überschüssige Dampf wird dann einfach in das Rohr abgepustet. Schön an diesem Pointhead-System ist, man kann es in Grundleitungen verwenden, aber als auch in Fallleitungen von höheren Gebäuden. Wir haben also häufiger den Fall, dass es eine Fallleitungssanierung gibt und in dieser Fallleitung Einläufe sind, je nachdem wie viele Parteien angeschlossen sind an diese Fallleitung und dann kann man eben vom Dach aus und von unten aus diese Pointheads einbauen. Der Imprägnierprozess ist jetzt soweit abgeschlossen. Das muss man schon sehr gewissenhaft machen, sonst gibt es am Ende Fehlstellen. Man muss dann zusehen, dass alles einmal getränkt ist, einmal schön eingeschmiert ist. Und was Sie jetzt machen, Sie bringen das ganze System wieder auf Vakuum und stopfen die Silikonblase, den Einlaufteil, als auch den Nadelfilz wieder in den Hauptteil rein. Dafür benutzt er jetzt einen stinknormalen Holzstab
um den da richtig reinzubekommen. Durch das Vakuum verringert sich der Durchmesser der Silikonblase natürlich extrem und vereinfacht es uns dann auch in den Pointhead dann an die richtige Stelle zu bekommen. Das heißt also, das Schieben wird dadurch vereinfacht, man kann gut um Bögen kommen, beziehungsweise auch über Versätze. Hier benutzen wir Kreppband, das geht am besten auf, das löst sich dann einfach wieder vom Packer, wenn der Packer mit Druck beaufschlagt wird, und der Packer kann sich dann einfach wieder öffnen, also kein Draht, das ist nicht notwendig hier. Um das gleich auf dem Kamerabild besser zu sehen, ich meine jetzt unter Laborbedingungen wie hier, ist das alles relativ einfach. In einem Gussrohr oder in einem etwas älteren Rohr könnte es sein, dass das Kamerabild nicht so gut funktioniert, beziehungsweise man das nicht so gut erkennt. Deswegen markiert Michael jetzt hier mit etwas leuchtenderer Farbe den Einlauf, damit wir den gleich besser positionieren können. Wir wollen einmal auch auf das Kamerabild gucken. Jetzt werden erst die Schiebestangen angeschlossen. Die sind 16 mm im Durchmesser. Man hat also genug Schubkraft und kann dann am Ende auch gut drehen. Wir wollen jetzt erstmal hier reingucken, wie der an dem ersten Einlauf vorbeiläuft. Vielleicht guckt Tim dadurch oder hier durch, je nachdem, wo man es besser sieht. Und Micha schiebt den Pointhead an die richtige Position. Und jetzt ist es der Fall, dass man immer vom Seiteneinlauf, wir haben jetzt mal das Kamerabild hier auf das iPad übertragen, damit man es besser erkennt. Der Fall ist, dass man einen Pointhead immer nur einbauen kann, wenn man von der Seite, wenn man die Möglichkeit hat, von der Seite reinzuschauen, um den richtig zu positionieren. Jetzt ist es ja häufiger so, dass der eine Monteur in einem anderen Raum ist als der andere. Da muss man sich dann irgendwie über Funkkontakt behelfen, sodass man eine gute Absprache hat zwischen den beiden Motoren. Naja, ein bisschen nach links drehen, ein bisschen nach rechts drehen, ja, so passt. Also das muss man dann schon, eine gute Kommunikation haben. Mit diesen Widget-Kameras ist es ganz nett, man kann über eine gewisse Distanz auch das Kamerabild auf einen anderen Bildschirm übertragen, so wie hier. Das heißt also, man könnte rein theoretisch das Pointhead auch alleine einbauen, was ich aber nicht empfehlen würde. Vielleicht, jetzt sieht man, wie Michael hinten dreht und den Packer positioniert. Heinz gibt ihm Handzeichen, in welche Richtung er muss. Und wenn das dann passiert ist, dann bringen wir Luft auf die Silikonblase und hoffen dann, dass der Einlaufteil ordentlich reinläuft. Das passiert jetzt, man sieht schon, wie er leicht aufgeht. Man kann dann, da kommt er schon, Silikonblase draußen, und so wie das ausgesehen hat, ist auch der Nadelfilz schön mit aufgegangen. Und der Pointhead ist eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt sicher gesetzt. Wir können jetzt dann anfangen, Dampf einzuleiten. Dafür benutzen wir unsere kleine Dampfanlage, mit der funktioniert das prima. Man kann hier, das ist eine ganz normale 3,6 Kilowatt Dampfanlage, die kann also am Hausstrom angeschlossen werden, am normalen Stromnetz, 220 Volt, und hat einen eigenen kleinen Wassertank, den man dann immer relativ zügig nachfüllen kann, wenn was ist. Man kann mit dieser Dampfanlage ja eben Pointheads aushärten, aber auch Hausanschlusspacker mittlerweile, die sind bei uns alle so ausgestattet, dass man mit dieser Dampfanlage auch eine Pointliner-Sanierung machen könnte, was natürlich auch die Einbauzeit extrem verkürzt. Aber auch kleine Inliner, sagen wir mal DN 100 bis 8 Meter ist damit durchaus möglich, 8 bis 10 Meter. Man kriegt dann nicht die höchsten Temperaturen auf den Inliner, aber man kann das Harz schon mal zum Reagieren bringen, was natürlich auch die Aushärtezeit beschleunigt. Also sehr kompakte, schöne Anlage für solche Anwendungszwecke. Und ja,
Die Temperatur steigt jetzt in dem Pointhead, was wir natürlich jetzt hier nicht machen können, das würde den Zeitrahmen ein bisschen sprengen, ist, dass wir jetzt die komplette Aushärtung abwarten. Wie gesagt, das würde jetzt 20, 30 Minuten dauern. Deswegen ist für uns jetzt die Sanierung eigentlich soweit abgeschlossen. Das Schöne ist, wenn man erstmal nicht in die Dampfanlage investieren möchte, beziehungsweise wenn man auch erstmal eine kleinere Ausstattung haben möchte, ist es auch durchaus möglich, Pointheads kalt auszuhärten. Ich möchte noch ein paar Sachen über die Anwendbarkeit sagen und euch zeigen, wie die Endergebnisse aussehen. Dafür haben wir hier auch ein paar Muster liegen. Vielleicht können wir gleich nochmal auf die Temperatur schwenken, wenn ich was gesagt habe. Also man kann hier sehen, wie die dann am Ende aussehen. Diese Pointheads eigentlich immer ein wirklich schönes Ergebnis. Das ist jetzt DN100 auf DN190 Grad. Was wir jetzt einbauen, ist DN100 auf DN145 Grad. Da haben wir hinten ein Muster. Da können wir auch mal reinschauen. Das sähe so aus. Also ein bisschen so. Ja, von den Lichtverhältnissen natürlich. Das sähe so aus. Auch wirklich ein schönes Ergebnis. Keine Fließhindernisse. Und hier mal etwas ausgefalleneres, mal ein DN100 auf DN50, das ist natürlich schon eine speziellere Anwendung, funktioniert aber auch, sicherlich nur eine Übungssache. Dementsprechend also Pointhead-System wirklich ein tolles System zur Ergänzung und in Zukunft bestimmt auch was häufiger in den Sanierungen vorkommen wird, was häufiger ausgeschrieben wird, wo sicherlich viele Immobilienverwalter Wert darauf legen, dass dass auch die Einläufe mitgemacht werden. Und ja, unser System sind wir eigentlich sehr zufrieden mit, funktioniert eigentlich immer und es ist ziemlich leicht zu erlernen. Um das nochmal zu betonen, also möglich ist DN50er Einlauf, also wirklich von klein bis DN200. Der DN200 ist ein Spezialfall, funktioniert astrein. Und was ich dazu sagen müsste, beziehungsweise was wir festgestellt haben, ist, dass das echt eine Grauzone ist. Es gibt also kaum Anbieter, die den 200er-Bereich abdecken mit Einlaufsystemen. Und hier kann man relativ einfach einen 200er auf 200 bauen. Das nutzen viele unserer Kunden bereits und ist sicherlich was mal zum Nachdenken anregen kann, wo man sowas noch anbieten könnte. Eben auch schon in Hauptkanalgrößen DN200. Ja, habe ich was vergessen? Ja, wir kommen schon zum Ende. Hier nochmal der Blick auf die Temperatur. Also 80 Grad wird jetzt vorne am Eingang der Silikonblase gemessen. Das bedeutet, 20 Minuten ist der Pointhead eigentlich fertig zum Ausbau. Wie gesagt, leider können wir euch jetzt den Ausbau nicht zeigen, das dauert zu lang. Aber ja, hat wie immer Spaß gemacht, glaube ich. War heute ging sehr gut durch. Niemand ist dreckig geworden. Und hinterlasst eine Nachricht, wenn es euch gefallen hat und meldet euch für den Newsletter an, um keine nächsten Termine zu verpassen. Beziehungsweise schön wäre es, wenn wir von euch Inhalte bekommen würden, was euch interessiert, was wir mal hier zeigen können, ob es Dinge gibt, die ihr gerne mal sehen wollt. Auch hier sind wir auf das Pointhead-Thema gekommen, weil es ein Kunde von uns angeregt hat. Vielen Dank dafür, Ingo. Und ja, genau. Wenn ihr irgendwas sehen wollt, was wir zu bieten haben, könnt ihr gerne einfach mal schreiben und uns eine Nachricht hinterlassen. Vielen Dank von uns allen und bis zum nächsten Mal.